Fangen wir heute mal von ganz vorne an und dazu gehört erstmal zu erklären, was so ein Brotbackautomat eigentlich ist, was du alles mit ihm machen kannst und wer und warum du überhaupt einen brauchst. Der Brotbackautomat. Wer hat's erfunden? Nein, der erste Automat wurde 1986 von einer japanischen Firma, respektive Panasonic, auf den Markt gebracht. In Deutschland wurde das Gerät dann unter dem Namen der Hausbäcker vertrieben. Und Hausbäcker finde ich nach wie vor noch ein richtig schöner Name für dieses Gerät. Denn es ist die einfachste Variante, Brot und Gebäck zu Hause zu backen beziehungsweise backen zu lassen. Im Brotbackautomat ergänzen sich so für mich die Lässigkeit und der Genuss einfach perfekt. Die Kernkompetenz von so einem Brotbackautomat liegt natürlich ganz klar auf Brotbacken. Er ersetzt aber auch mehrere andere Geräte. Er kann rühren, also Kuchenteige, Rührteige herstellen und die kannst du dann auch darin backen. Er knetet, was perfekt ist, um Teige wie Brötchenteige, Pizzateige oder Hefeteige zu machen. Und er ist außerdem der perfekte Gärschrank. In ihm fühlen sich die Teige bei kuscheligen Temperaturen einfach super wohl. Das heißt, sie gehen schön auf. Und es steht ja oft in den Rezepten, den Teig an einem warmen Ort gehen lassen. Was ist damit gemeint? Ja, der Brotbackautomat. Denn da drin ist einfach die perfekte Wärme. Oder du kannst damit Sauerteige herstellen. Du kannst darin Marmelade oder Kompott kochen oder einkochen. Und sogar je nach Modell Joghurt machen, Pastateige kneten oder schon Eis herstellen. Also es gibt jede Menge Funktionen, Programme bei so einem Brotbackautomat, die diese Backmaschine einfach für mich zum Alleskönner machen. Und außerdem passt sie einfach perfekt in meinen Alltag. Und was er auch noch kann, ist Kaffee kochen. Was? Wäre doch cool. Sie ist ideal für Backanfänger und Leute, die selber backen wollen oder müssen, aufgrund von einer Nahrungsmittelallergie oder sich gesundheitsbewusster ernähren wollen. Und natürlich kannst du auch ohne Brotbackautomat backen. Gerade mir liegt natürlich auch die Handwerkskunst der Bäcker am Herzen, aber oft passt auch für mich Brotbacken von Hand eben nicht immer in den Alltag. Brot von Hand zu backen ist recht zeitintensiv, recht mühsam und gerade auch für Einsteiger finde ich es eine kaum überschaubare, komplexe Wissenschaft. Man benötigt Vorkenntnisse und Erfahrung zu Knetzeiten und zur Teiggärung und alles zur Temperatur. Das alles nimmt mir halt so 'n Brotbackautomat komplett ab. Wenn du also selbst backen willst oder es aus gesundheitlichen Gründen tust und ein einfaches, schnelles und auch ein sauberes Vorgehen klar bevorzugst und wenn du keine Lust auf langwierige theoretisches und praktisches Backen hast, dann ist der Brotbackautomat für dich bestens geeignet. Die Funktionen von so einem Brotbackautomat sind eigentlich schnell erklärt. Der einfachste und simpelste Brotbackautomat hat eine Backform, die zugleich als Rührschüssel dient und die backt Brot. Deine einzige Aufgabe besteht dann quasi nur darin, die Zutaten der Reihe nach in die Backform zu geben und das gewünschte Programm auszuwählen. Die Programme laufen dann alle vollautomatisch ab. Da musst du keine Backtemperatur wie beim Ofen einstellen, die Knetzeit oder sonst irgendwas berücksichtigen. Strom, Gas, Benzin und Lebensmittel werden immer teurer, nur die Ausreden werden immer billiger. Daher versichere ich dir, backen kann wirklich jeder, zumindest wenn er einen Brotbackautomaten zu Hause hat. Für die Ungeduldigen unter euch sei aber noch gesagt, gutes Brot braucht Zeit. Daran ändert auch so ein Brotbackautomat nichts. Im Durchschnitt kannst du 3 bis 5 Stunden warten, bis der Brotbackautomat aus deinen Zutaten ein Brot hergestellt hat. Schneller geht's also nicht mit dem Brotbackautomat, aber definitiv einfacher und lässiger. Zusammengefasst also nochmal gesagt, der Brotbackautomat liefert dir frisches, leckeres Brot und Gebäck bei minimalem Arbeitsaufwand und geringen Vorkenntnissen. Er spart Zeit und außerdem Strom. Und wenn du dir das Backen jetzt leichter machen willst und hier mitspielen willst, brauchst du einen. Basta.
Die Geräte selber kosten so zwischen 50 und 200 €. Die Frage wird oft gestellt, lohnt sich so ein Brotbackautomat? Und meine Antwort: Spätestens, wenn du dein erstes Brot selbst gebacken hast, ist die Frage damit beantwortet. Bevor du jetzt aber gleich losrennst und dir so einen Automaten kaufst, schau dir vorher meine Kaufberatung auf der Website an. Ich verlinke dir den Teil mal unten in der Beschreibung, beziehungsweise werde ich, wenn Interesse besteht, auch noch ein ausführliches Video dazu machen. Schreib's dann einfach in die Kommentare, falls du dir das wünschst. Du wärst sonst nicht der Erste und wirst auch nicht der Letzte sein, der den Brotbackautomaten aufgrund von dem Fehlkauf im Keller verstauben lässt. Ich nenne es gern das krustige Gegenstück eines Heimtrainers. Da es so viele verschiedene Vorlieben und Geschmäcker gibt wie Brotsorten, hat auch fast jeder Brotbackautomat, also Hersteller und Modelle, das war jetzt badisch, ein bestimmter Anwender im Visier und seine Berechtigung. Es gibt aber auch leider verdammt viele schlechte Brotbackautomaten. Und ja, das ist auch vielleicht mit ein Grund für dieses heutige Video hier, weil aus einem technisch schlechten Gerät kannst du einfach auch kein gutes Brot rausholen und es macht definitiv keinen Spaß. Es gibt so viel Schrott da draußen. Ich habe mich echt schon über die Jahre durch viele Automaten durchprobiert und gibt welche, die können, ja, Brot backen, aber es gibt welche, die kriegen das noch nicht mal wirklich schön hin. Dann gibt's unendlich viele Automaten diverser Hersteller und viele Private Labelware. Das heißt, die kommen alle aus einer chinesischen Fabrik und dann kleben diverse Firmen ihre Namen da drauf und das macht das Ganze dann noch viel unübersichtlicher und komplizierter. Also, schau dir die Kaufberatung unbedingt vorher noch mal an und such dir ein Gerät zu deinen persönlichen Bedürfnissen einfach aus. Die neueren modernen Automaten sind technische High-End-Geräte, bei denen du es wirklich einfach hast, richtig gute Produkte daraus zu holen. Ich werde dir hier auch immer wieder neue Brotbackautomaten vorstellen und in Tests auch unterziehen, sodass du hier immer auf dem Laufenden sein wirst. Eigentlich wollte ich gar nicht so ein Labervideo machen, aber das musste alles auch mal gesagt werden. Und da dieses Video gesponsert ist von mir, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, like it und teile es mit jedem, der dir am Herzen liegt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss, lass es dir gut gehen und wachs an!